Und Kautsky erkennt in der Moralisierung der Politik eben die Verbürgerlichung der Arbeiterpartei, ne? Also die Untergrabung eigentlich ihres proletarischen Charakters, ne? Und natürlich ist es okay, wenn bürgerliche Intellektuelle zur Arbeiterbewegung stoßen, wie Marx, wie Engels, ne? Wie Wilhelm Liebknecht. Ähm, also da ist ja nur Bebel, der Drechsler, der wirklich aus der Klasse kommt. Ähm, und im Kommunistischen Manifest steht ja auch, dass mit der Deklassierung auch Bildungselemente der Kommunistischen Partei zugespielt werden. Ne? Aber Kautsky also betont, es ist eben was ganz anderes, wenn diese bürgerlichen Intellektuellen dann nicht das Politikverständnis der proletarischen Klassenpartei übernehmen, sondern ihr eigenes Politikverständnis, weil sie auch so eine Masse sind, dann in der proletarischen Klassenpartei verallgemeinern. Ne? Und diese dann, also wie Zetkin das dann Bernstein vorwirft, letztlich in eine bürgerliche Reformpartei verwandeln. Und Bauer kommt jetzt letztlich zu so einer Art Ehrenrettung der Moral, also er teilt wesentliche Elemente von Kautsky. Er ist kein Philosoph, ne? Er sozusagen hat seine ersten Wege sind auf sehr, sehr kompliziertem Gebiet der marxistischen politischen Ökonomie. Er geht ja auch davon aus, dass man Marx nicht popularisieren könne, so ein wissenschaftliches Werk wie das Kapital. Ähm, und also sozusagen, also er teilt Kautskys Kritik im Wesentlichen. Er teilt ja auch seine Ablehnung der Kleinbürgerlichkeit, ne, und auch der kleinbürgerlichen und bürgerlichen Intellektuellen. Und trotzdem will er Kant gegen einen Vulgärkantianismus verteidigen oder sozusagen eine vulgäre Kritik an Kant, ne? Und kommt dann zu dem Schluss, dass man Kants Vernunftkritik nicht entbehren könne, ähm, weil Kant eben verhindert, dass der Skeptizismus der Bourgeoisie, der Feinde der Arbeiterklasse, sich die Bahn bricht. Ne? Also für Kant, für Bauer ist Kant das scharfe Schwert, das eben verhindert, dass der Sozialismus plötzlich nur eine Perspektive unter anderen ist. Ne? Also was wir heute ja kennen als den Relativismus der ganzen gängigen sozialkonstruktivistischen Theorien. Ne? Das ist halt deine Meinung, deine Perspektive. Schön, dass wir darüber geredet haben. In unserem herrschaftsfreien Diskurs zwischen dem Kapitalbesitzer und dem Eigentumslosen. Ne? Und Bauer argumentiert dann, also wenn quasi der die Kantsche Vernunfttheorie aufgegeben wird in dieser Richtung, dann steht plötzlich der Streikbrecher auf einer Stufe mit dem Proletarier, der sein Leben einsetzt für seine Klasse und für die Verbesserung des Loses seiner Klasse. Ne? Dann steht plötzlich der marxistische Intellektuelle, der ins Gefängnis wandert, auf einer Stufe mit dem Mietmaul irgendeiner bürgerlichen Zeitung oder irgendeiner Lobbyorganisation der Bourgeoisie, der auf einer Stiftungsprofessur irgendwie von Bertelsmann sitzt, ja, ne? So und entsprechend schreibt. Ne? Und das ist sozusagen also die Ehrenrettung, die Bauer versucht. Und er sagt, also es ist das Mittel, damit die Ethik der Bourgeoisie nicht als gleichwertig erscheint wie die Ethik des Proletariats. Ne, weil die Ziele des Proletariats, also eine gute Arbeit, die einen nicht kaputt macht, eine Wohnung, die man bezahlen kann, also ein kulturvolles Leben, das kann man verallgemeinern, aber man kann die Moral des Bürgertums, das eben auf der Akkumulation von Vermögen durch Ausbeutung anderer Menschen beruht, das kann man eben nicht verallgemeinern. Ne? Also so ein bisschen wie bei Brecht, dieses ne, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Ne? Da sagt der arme Bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also der Bourgeois und seine Moral brauchen eine Klasse der Ausgebeuteten. Und das Proletariat verkörpert, das macht ja dann später auch Lukács stark, also die Möglichkeit nicht nur der Befreiung des Proletariats, sondern der Beendigung der Herrschaft von Menschen über andere Menschen. Ne? So, und das findet eben Bauer bei Kant, ne? Also, weil, wenn es die Maxime des Handelns ist, also so zu handeln, dass das eigene Handeln zum Gesetz für das allgemeine Handeln werden kann, dann gilt es eben für das Proletariat, ne? Aber es gilt eben nicht für die Bourgeoisie und in dem Sinne sagt Bauer dann eben, kann man Kant
als Waffe schärfen für den Sozialismus. Später bekennt er dann, dass sozusagen, dass sein Kantianismus auch eine Art Kinderkrankheit bei ihm gewesen ist. Er führt es allerdings nicht genau aus. Also es ist sozusagen, man findet bei ihm dann nicht eine Revision seiner Ethikschrift, ne, aus dieser Zeit. Man müsste, also kann das dann höchstens in der Abwendung, ne, oder dem Abschwächen dieser Position in seinem späteren Werk herauslesen und eben an dieser Selbstkritik. Ähm, und nichtsdestotrotz bleibt der Sozialismus für ihn immer auch eine Kulturbewegung, ne? Also er sagt, also der Lebenssinn der Bourgeoisie ist es eben, Kapital anzuhäufen und an die Familienmitglieder weiterzugeben. Und das Proletariat, die Eigentumslosen, haben diesen Lebenssinn nicht, weil sie im Grunde eigentumslos geboren sind und auch eigentumslos sterben, halt im Grunde im Kapitalismus überleben, aber ohne quasi von der einen in die andere Klasse aufsteigen zu können. Und auch ihre Kinder können eben nicht von der einen in die andere Klasse aufsteigen. Und damit würde das Leben für den Proletarier eben nur so sinnhaft, wenn er aus der Isolation so des Einzelwesens heraustritt, und sich als Glied seiner Klasse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft versteht, die sich eben emanzipiert. Ne? Und auch das sozusagen ist dann mehr als nur ein Interessenkampf, gemäß Bauer.